Ich möchte euch heute zeigen, wie man Fäden in krausrechtem Gestrick vernäht. Und zwar hast du hier unten glatt rechts, das heißt, du siehst nur rechte Maschen. Hier hast du glatt links, da siehst du nur linke Maschen. Und das hier ist kraus rechts bzw. kraus links. Das sieht von beiden Seiten gleich aus und gibt eine relativ plastische Rippenstruktur. Jetzt habe ich hier natürlich am Anfang mein Zöpfchen, in dem könnte ich auch vernähen. Das wollen wir aber nicht, denn ich will euch ja zeigen, wie wir in diesem kraus linken hier vernähen. Dafür musst du erstmal eins sehen, du musst einmal den Weg der Masche nachverfolgen. Das heißt, schau mal hier, die Masche geht hier runter, geht da rein, da durch, kommt wieder da lang, geht wieder hier runter, geht da rein, geht da durch. Und die geht jetzt zwar, man kann sie bis da hochnehmen, aber wenn man genau hinschaut und sich das auseinanderzieht, geht die eigentlich nur hier raus, darauf, darauf. Wenn wir aber jetzt hier beispielsweise hier lang nähen, darüber nähen, ups, da flog mir meine Nadel weg, und da wieder runter nähen, dann habe ich hier meinen Steg vorn auf der rechten Seite und das möchte ich nicht, und deswegen vernähe ich das über zwei Reihen. Das heißt, ich forme hier sozusagen zwei Reihen nach, darf das aber nicht zu stark zusammenziehen, weil sonst zieht sich das zusammen. So, jetzt gucke ich erstmal, mein Faden kommt von hier. Das heißt, ich gehe mit dem rein, hier runter, gehe da durch. So, jetzt muss ich das natürlich so machen, dass sich hier kein Knötchen bildet. So, so. Da ist der angekommen. Dann seht ihr jetzt hier diesen kleinen Bogen rüber. Den machen wir auch mit und gehen dann hier rauf. Das heißt, eigentlich zeichnen wir eine linke Rippe über zwei Reihen. Jetzt gehen wir hier wieder runter und da, wo ich vorhin rein bin, nach oben muss ich auch wieder rein. So. Und jetzt dürft ihr das, wie gesagt, nicht so fest anziehen, damit das auf der anderen Seite nicht so stark liegt. Hier sind wir rausgekommen, hier geht unser Bogen lang. Den hier wollen wir nicht nachnähen, denn wir wollen nicht auf der anderen Seite rauskommen. Das heißt, ich gehe nach da oben, nähe dahin und gehe jetzt hier wieder runter. So. Als kleine Faustregel gilt, ich muss immer zweimal in den gleichen Bogen rein. So, hier. Das heißt, ihr geht immer leicht schräg. So. Huch, da war der Faden weg. So näht sich das natürlich schlecht. So, hier müssen wir wieder nach da. Jetzt ein bisschen Faden nachziehen. Nach da. Und nach da, wo wir rausgekommen sind. Na, da sind wir rausgekommen. So, und jetzt wirklich darauf achten, dass ihr das zwischendurch halt hier auch ein bisschen auseinanderzieht, damit sich das nicht zusammenspannt. Damit das immer noch ein Krausgebilde ist und jetzt keine linke Rippe draus wird. Ich habe es jetzt mit meinem Faden aber echt gut gemeint. So, hier wieder rein. Und wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, so, dann seht ihr, auf der Seite ist das von Weitem betrachtet ein ganz mini kleinen Ticken dicker. Das macht aber nichts. Das fällt auch nicht auf. Das sieht man wirklich nur bei wirklich gutem Hinsehen. Und auf der anderen Seite sieht man gar nichts davon und es bleibt trotzdem elastisch, obwohl wir hier über zwei Reihen genäht haben. Das liegt daran, ja, am Anfang habe ich nicht ganz richtig angezogen. Sowas kann ich dann zum Beispiel noch nachziehen und ich kann halt hier auch jederzeit nochmal nachstraffen oder nochmal nachlockern, indem ich da reingehe einfach und mir die Masche wieder suche. Wo sie hergekommen ist, da kann ich das einfach ziehen
Dann ziehen wir das jetzt hier nach und verteilen das weiter um. So, und wenn ich jetzt hier mit den Fingern zum Beispiel ein bisschen nacharbeite, schwupp, weg ist es. So sieht das Vernähen bei Kraus Linkem aus. Da ist der Faden. So einfach geht das. Und es ist gar keine schwere Sache. In den nächsten Wochen zeige ich euch natürlich noch, wie ihr unsichtbar auf glatt rechts vernäht und wie ihr unsichtbar auf glatt links vernäht. Und ich hoffe jetzt, mein kleines Crazy Basics hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.